So, und hier denke ich mal, ist es auch wieder bei der XT250. Das haben mich schon mehrere Leute auch gefragt, wo dieses Teil hinkommt. Hier hinten dran, da müsst ihr aufpassen beim Auseinanderbauen, ist eine Kugel. Ganz kleine Kugel, ich weiß nicht, kann man die sehen? Und hier ist auch eine kleine Feder drin. Also beim Zerlegen springen die manchmal raus, die Federn hier. Und dann weiß man wieder nicht, wo sie hinkommen. Ist mir selbst auch schon passiert. Aber ich habe es dann auf einer Explosionszeichnung gefunden. Also mich haben schon mehrere gefragt, wo diese Teile hinkommen. Ich kann das immer ganz einfach sagen. Hier ist eine Kugel und eine Feder drin, weil hier sind kleine Rastpunkte. Ich kann leider nicht sehen, wo die Kamera ist. Hier sind kleine Rastpunkte und dann kann die Kugel und die Feder dann in diesem Bereich eingreifen. So, der Hebel, der ist natürlich ein bisschen hinüber, aber den können wir aufarbeiten. Der ist ja nicht dreckig. Das haben wir raus. Choke können wir auch noch jetzt rausholen. Also ich werde jetzt ein Set kaufen, Vergaser-Set, um alle Düsen, alle Teile, die defekt sind, O-Ringe austauschen zu können. Ich prüfe dann nochmal die Explosionszeichnung, ob zum Beispiel bei dieser Einstellschraube auch eine Feder hier vielleicht vorne fehlt. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Und dann wird er wieder zusammengebaut, nachdem er dann ordentlich gereinigt wurde, im Ultraschallbad und vielleicht auch nass gestrahlt wird. Das weiß ich noch nicht genau, muss ich schauen. Jetzt hole ich hier noch diese Buchse raus. Hier ist der schöne nass gestrahlte Vergaser drin. Den habe ich in München nass strahlen lassen. Kann ich euch auch gerne den Link dazu unten im Video einblenden. Wenn man einen schönen sauberen Vergaser haben möchte, der richtig schön glänzt und nicht wirklich lange daran rumwerkeln möchte, vor allem man kommt auch nicht wirklich in diese kleinen Ecken rein, dann gibt man ihn einfach dort ab und dann sieht er am Ende so aus. Ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Kann ich jedem nur empfehlen. Also ab zum Nassstrahl nach München. Link ist in der Beschreibung. Ab geht's. Und jetzt werde ich hier mit den Neuteilen und den alten Teilen den Vergaser einfach mal wieder zusammenbauen. Innen sieht der Vergaser natürlich genauso aus. Kann man hier schön sehen. Alles wirklich super penibel sauber. Zu Hause kriegt man das auf jeden Fall nicht so hin. Gut, dann bestücken wir den jetzt mal. Soweit sind jetzt alle Teile vorhanden und es kann losgehen. Die Leerlaufdüse, die kommt dann einfach hier neben dran rein. Da hole ich mir einfach hier so ein paar schöne Ringe raus und ein paar Schrauben und dann passt das auch ganz schön alles rein nachher und wird schön. So, und dann sieht das Ding schon so aus. Kommt hier noch die Dichtung oben drauf. Mit Deckel. Das Teil hier, der Choke-Hebel, den kann man komplett zerlegen, indem man einfach hier oben diesen Clip aufmacht. So sehen die Teile jetzt aus, wenn sie gesäubert sind. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Und jetzt stecken wir das ganze Ding zusammen und dann kommt es hier rein. Ja, und soweit sieht der Vergaser dann so fertig aus. Ich versuche jetzt hier diesen Warmstart Super Turbo Knopf, keine Ahnung was,
Den versuche ich mal zu zerlegen und irgendwie zu retten, weil hier dieser Knopf, wenn man zieht, geht immer ab. Vielleicht bastle ich mir hier irgendwas Eigenes. Mache ich ein Gewinde drauf, drehe einen Knopf, schweiße irgendwas auf, löte irgendwas auf. Mal gucken. Weil so ist natürlich doof, wenn das nicht mehr hält. Upsi, habe ich gar nicht gefilmt. Also sieht das ganze Ding nochmal aus. So sieht es jetzt aus. Mal kurz aufpoliert ein bisschen. Eigentlich ganz witzig. Ich denke mal, so lasse ich es. Habe hier so ein bisschen innen drin schwarz gelassen, dass man Kontrast hat. Es flutscht auch richtig gut jetzt. Dann muss ich mir jetzt was überlegen, wie ich das mit dem Knopf hier mache. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, diesen Alu-Knopf zu drehen und dann unten ein kleines Gewinde reinzuschneiden und dann das Ganze festzuschrauben, Loctite einzukleben. Und jetzt ist der Knopf wieder super wunderschön. Jetzt baue ich den noch schnell in den Vergaser ein. So, und zur Grundeinstellung muss die Schraube hier an der Seite so gedreht werden, dass der Schieber von der Motorseite aus gesehen ca. 1 mm Luft hat. Und die weitere Grundeinstellung wird hier an der Leerlauf-Luftschraube eingestellt. Die dreht er ganz vorsichtig einfach rein, nicht zu weit und nicht zu stark. Und dann wird sie 1/4 Umdrehung rausgedreht. Das ist dann die Grobeinstellung, Grundeinstellung, und danach gilt es, das Ganze fein abzustimmen. Tja, und dann hätten wir den auch schon zusammengebaut. Dann geht es jetzt bei den nächsten Teilen weiter. Ich weiß jetzt nicht, was als nächstes folgt in den Videos, aber weiterhin viel Spaß dabei und mal sehen, ob er mit dem Vergaser, mit der Grundeinstellung jetzt auch einfach anspringt. Auf jeden Fall sieht er ziemlich geil aus. Geht auf jeden Fall unten auf den Link, da könnt ihr euren Vergaser auch nass strahlen lassen.